Tech-Aktien schmieren ab. Es wird bis zu $1 Billion Verlust an der Börse erwartet. Grund die chinesische KI-Plattform DeepSeek, die mit nur $5 Millionen entwickelt wurde. Peanuts, wenn man an die Milliarden denkt, die amerikanische Unternehmen in KI investiert haben. Was das für dich bedeutet und ob jetzt der große Crash kommt, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Sensationell die News, die da aus China kommen. DeepSeek, die KI-Plattform, die wie gesagt nur $5 Millionen in der Entwicklung gekostet hat, die mit minderwertigen Chips arbeitet. Sie ist hier Nummer 1 bei den Apple Download Charts. Das alles wirft natürlich dann große Zweifel auf in Hinblick auf die große KI-Story, die wir uns in den letzten 2 Jahren hier haben anhören müssen. Gigantische Werte sind investiert worden, Kurse sind ins Unermessliche gestiegen, in allen Kategorien, in allem, was mit dieser Technologie zusammenhängt und auch weit darüber hinaus. Natürlich die Chip-Hersteller wie Nvidia oder auch KI-Unternehmen, sie sind gigantisch bewertet worden. Und für viele hat sich hier die Frage natürlich gestellt, ist das alles eine Blase? Das Ganze ist natürlich jetzt nicht nur im Hinblick auf KI zu beobachten, sondern generell kann man tatsächlich sagen, sind Aktien vielfach eklatant überbewertet. Bestes Beispiel ein Unternehmen wie Tesla. Tesla ist mehr wert als die gesamte deutsche Automobilindustrie. Kann das wirklich realistisch sein? Gut, hier geht es nicht nur um KI. Tesla hat ja alle möglichen Projekte in der Pipeline, Roboter, selbstfahrende Fahrzeuge und so weiter und so fort. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich muss man grundsätzlich sagen, dass eine hohe Bewertung von Aktien nicht automatisch bedeutet, dass es zum Crash kommt. Aber wir wissen, dass ein Crash unausweichlich ist. Alles verläuft in Zyklen. Das heißt, die Kurse brechen ein und dann geht es eben in gewisser Weise wieder von vorne los. Langfristig gesehen gewinnen die meisten Investoren, aber natürlich herbe Verluste und dann auch Wirtschaftskrisen sind vielfach wirklich die Folge davon. Dann wird wieder mehr Geld gedruckt. Viele Leute verlieren natürlich ihren Arbeitsplatz. Also das alles ist natürlich für die Wirtschaft eine Katastrophe, auch wenn es langfristig gesehen vielleicht dann wieder sich erholt und in die richtige Richtung weitergeht. Ich denke, dass sich Gurus wie zum Beispiel Warren Buffett seit langem auf genau diese Situation vorbereiten. Du weißt, der Warren Buffett hat hier in hohem Umfang Werte in seinem Depot liquidiert. Er hat fast alle Apple-Aktien verkauft. Er sitzt auf einem gigantischen Berg von Cash. Meiner Meinung nach antizipiert er einen Crash und er will dann, wenn der Crash kommt, hier in großem Maß günstig einsteigen. Daher das Cash. Denn Cash, wie gesagt, ist ja in Zeiten der Krise King. Und wenn du bei Unternehmen mit Cash einsteigen kannst, wirst du zu besonders günstigen Konditionen einsteigen können. Das heißt also, ein Crash, eine Wirtschaftskrise wird auf jeden Fall kommen. Sie ist unausweichlich. Die Frage ist eben, wann kommt sie? Ist jetzt die Veröffentlichung von DeepSeek wirklich der Anlass, damit es hier zu einem weltweiten Aktiencrash und zu einer Wirtschaftskrise kommt? Oder muss noch mehr passieren? Wir können es heute noch nicht sagen. Aber wie gesagt, am Ende ist eine Kurskorrektur unvermeidlich. Wenn man sich hier die Berichte in den Medien anschaut, dann hat man oft das Gefühl, dass Anleger hier diesen Verwerfungen an der Börse geradezu ausgeliefert sind und sie nichts dagegen tun können. Sie müssen also beobachten, wie hier große Teile ihrer Werte vernichtet werden, ihres Vermögens vernichtet werden und schauen zu und können im Grunde nichts machen. Oder vielfach wird dann von manchen suggeriert, verkauf alle Aktien und leg alles in Gold und Edelmetallen an. Aber das kann natürlich auch nicht wirklich die Lösung sein. Aber ist das wirklich so? Ist man wirklich diesen Kurs gewinnen und dann diesen herben Einbrüchen tatsächlich ausgeliefert als Anleger? Kann man wirklich nichts dagegen tun? Und heißt eine solche Krise auch, dass es für alle Werte bergab geht? Nein, eigentlich nicht. Ich bin kein Aktienexperte und kein Anlageberater. Aber wir haben schon vielfach auf diesem Kanal gesprochen, wie man sein Vermögen geografisch diversifizieren kann und es so absichern kann, dass man von solchen Turbulenzen an der Börse nicht so sehr betroffen ist, wie vielleicht jemand, der jetzt einen Großteil seines Vermögens in Nvidia-Aktien oder Tesla-Aktien hier angelegt hat. Und der Schlüssel hier ist tatsächlich, in Werte zu investieren, die nicht von diesen Kursschwankungen in gleicher Weise betroffen sind. Nun, zunächst mal lohnt sich natürlich auch ein Blick an andere Börsenplätze als jetzt nur New York.
Gut, für uns Europäer, wir sind natürlich mit Börsenplätzen wie zum Beispiel Frankreich oder London bestens vertraut. An diesen Börsen war ja oftmals die Wertentwicklung bei Aktien nicht so dramatisch wie in den USA in den letzten Jahren. Vielfach haben das ja Unternehmen auch kritisiert. Vielfach haben Unternehmen gesagt, ich möchte nicht mehr in Frankfurt gelistet sein, ich möchte nicht mehr in London gelistet sein, denn mein Börsenkurs entwickelt sich doch sehr viel besser, wenn ich in New York gelistet bin. Sicherlich, da ist etwas dran. Denn wie gesagt, amerikanische Investoren investieren natürlich hauptsächlich an der Börse in New York. Sie haben jetzt ausländische Börsen nicht so stark im Blick, aber als Europäer haben wir das natürlich schon. Das heißt, es lohnt sich einmal wirklich die Zeit zu investieren und nach Aktien zu suchen von stabilen Unternehmen, die fair an der Börse bewertet sind, die hier seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten eine Dividende zuverlässig bezahlen, die Produkte verkaufen, die allgemein gefragt sind, vielleicht im Consumer-Bereich, vielleicht auch in Bereichen wie Treibstoffe. Wir reden gleich mal über ein Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Werte von einer Tech-Krise erfasst werden, ist relativ gering. Ich denke zum Beispiel an Bergbauunternehmen, die im Bereich der Goldgewinnung tätig sind. Es besteht ein riesiger Bedarf an Gold, dadurch, dass so viele Zentralbanken in den letzten Jahren Gold gekauft haben. Aber die Kapazitäten, Gold abzubauen, sind nicht stark gewachsen. Es fehlt hier tatsächlich an Investitionen in dem Bereich. Die Unternehmen sind vielfach, würde ich sagen, deutlich unterbewertet. Gleiches können wir sagen zum Beispiel über Unternehmen, die sich mit der Förderung und Aufbereitung von Uran befassen. Sicherlich etwas, das jetzt nicht sehr populär oder sehr grün ist. Aber wie gesagt, die Realität unserer Welt ist ja, dass immer mehr über Atomwaffen gesprochen wird, dass in diesem Bereich Investitionen in der Rüstung erfolgen, dass damit auch der Bedarf an Uran natürlich steigt. Und man will ja nicht abhängig sein von Russland oder China. Insofern gilt das Gleiche, was ich gerade eben für Bergbauunternehmen im Goldbereich gesagt habe, auch für diesen Sektor. Oder schauen wir uns Atomkraft an, schauen wir uns Landwirtschaft an, Nahrungsmittel, Medikamente, Pharma etc. pp. Hier wirst du an vielen Börsen sehr attraktive Werte finden können. Wenn du es klug machst und dann vielleicht deinen Wohnsitz noch in einem steuergünstigen Land hast, dann kriegst du zum Beispiel bei britischen Aktien 100% der Dividende ausbezahlt. Denn in Großbritannien gibt es bekanntlich keine Quellensteuer. Wenn du also in einem Land wohnst, wo Kapitalerträge steuerfrei sind oder ausländische Kapitalerträge steuerfrei sind, und davon haben wir hier schon viele vorgestellt, dann kannst du solche Dividenden komplett steuerfrei vereinnahmen und hast somit einen weiteren Hebel, um hier dein Vermögen zu maximieren und zu vermeiden, dass der Staat auf dein Vermögen zugreift. Also aus meiner Sicht sollte die Situation, wie wir sie aktuell an den Märkten vorfinden, also eine sich anbahnende Krise, ein sich anbahnender Crash oder vielleicht ein Crash, der schon gerade passiert, dich vor allen Dingen dazu inspirieren, dein Portfolio zu diversifizieren, vielleicht in Werte, die nicht so abhängig sind von Trends, die nicht so abhängig sind von den jüngsten technologischen Entwicklungen. Sicherlich in solchen Aktien hast du natürlich kein so hohes Wachstum. Das ist natürlich völlig klar. Die richtige Antwort wird darauf wahrscheinlich sein, dass du einen sinnvollen Mix hast und dann einfach versuchst, rechtzeitig zu verkaufen, wie es Warren Buffett jetzt ja wieder gemacht hat, wie ich es vorhin erwähnt habe, in puncto der Apple-Aktien. Das Stichwort ist geografische Diversifizierung. Schau dir internationale Börsen an, schau dir nicht nur Frankfurt an, schau dir nicht nur New York an. Auch in Brasilien zum Beispiel gibt es keine Quellensteuer. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, das braucht Zeit, das lässt sich nicht über Nacht machen und da muss man auch Arbeit reinstecken. Aber es gibt eben solche realen Werte, in die es sich zu investieren lohnt und die für Anleger immer attraktiv sein werden. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, meiner Meinung nach der größte Vermögensvernichter sind die Steuern. Also zu jeder Strategie letztlich Vermögen zu sichern, effektiven Vermögensschutz zu betreiben, gehört natürlich auch eine Strategie, seine Steuerlast zu reduzieren und möglicherweise in ein Land umzuziehen, wo man keine Steuern bezahlt oder nur sehr geringe Steuern bezahlt oder auf bestimmte Erträge, wie zum Beispiel Kapitalerträge, keine Steuern bezahlen muss. Das ist ja das Entscheidende, denn vielfach vernichtet der Staat viel mehr von deinem Vermögen als ein möglicher Börsencrash, wenn du mal an all die Steuern denkst, die du in Kombination bezahlen musst. Wenn auch das Themen sind, die dich interessieren, also internationale Vermögensdiversifikation, ins Ausland umziehen, um deine Steuerlast zu optimieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich neu aufzustellen, steuerlich zu optimieren, neues Vermögen steueroptimiert aufzubauen und ihr bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.